Wir sind auf unserem Roadtrip bereits mehr als 50.000 Kilometer kreuz und quer durch Südamerika gefahren. Immer wieder zieht es uns dabei ans Meer. Wir lieben das Meer. Die Weite, die Kraft des Wassers und der klare Himmel sind das, was wir an der Küste suchen. Diesmal fahren wir an eine Küste, die für etwas ganz anderes bekannt ist. Tsunamis. Es gibt täglich Erdbeben und die Gefahr ist allgegenwärtig. Nach fast einer ganzen Woche in San Felipe de los Andes machen wir uns auf in Richtung Norden. Wir fahren auf der berühmten Panamericana. Die Berge um uns sind voller Avocados. Diese werden hier überall in Monokulturen angebaut und auf der ganzen Welt verkauft. So, auf geht's, meine Lieben. Weiter auf der Autobahn, die 5 Richtung Norden in Chile. Wir wollen ja immer noch in die Anden und bevor wir in die Anden fahren oder bevor es in die Berge geht und richtig kalt wird, weil dann ist der Sommer vorbei, haben wir entschlossen, wir fahren noch einmal ans Meer. Das ist von hier alles nicht weit, die Autobahn geht eher am Meer lang und es wäre total schade, jetzt nicht nochmal den Pazifik zu genießen. Und dass ihr euch nicht wundert, ich sitze hier nicht allein im Auto, Alessandra ist da hinten und ist bei Wilma. Der geht's schon wieder richtig scheiße. Und dann ist mal besser, wenn einer bei ihr ist und sie ein bisschen streichelt, dann geht's dir nicht ganz so schlecht. So, jetzt haben wir hier noch 150 Kilometer auf der Uhr und dann sind wir richtig schön an der Pazifikküste. Hoffentlich mit ein bisschen Meeresfrüchten, geilen Sonnenuntergängen und einfach noch mal ein bisschen den Rest des Sommers genießen. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist eine absolute Freude, ans Meer zu kommen, oder? Ja, definitiv. Echt. Also ich meine, wir waren ja schon mal hier, aber der Pazifik... Oh, was ist eine Bodenwelle. Der Pazifik ist so wunderschön. Es ist so... Oh, und die Sonne geht immer drin runter, weil es ja eine reine Westküste ist. Also richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Ach, es ist ein tolles Gefühl. Ja, Ja, me gusta la costa chilena. ja. Wir freuen uns auf ein paar Muscheln. Ich hoffe, dass wir wieder Meeresfrüchte essen können. Weil das, was es hier gibt, ist so einzigartig. Das gibt es nirgendwo anders. Da lohnt es sich, noch mal herzufahren. Die chilenische Küste ist aber nicht nur bekannt für seine Muscheln und Meeresfrüchte. Sie ist Teil des Pazifischen Feuerrings. Ein Ring, der den ganzen Pazifik umrundet. Hier finden 2/3 aller Vulkanausbrüche und 90% aller Erdbeben statt. Das Geile ist, wenn man bei Mario war und in der C3-Gruppe da unterwegs, dann kriegt man natürlich die besten Tipps für irgendwelche Plätze. Die sind ja durchgehend an der Küste hier unterwegs und wissen, wo man seine Ruhe hat, wo nicht zu viele Hunde sind, wo man einfach gut stehen kann. Und jetzt haben wir einen echt coolen Tipp bekommen und wir Idioten haben doch vergessen, Hundefutter zu kaufen. Und zum Glück ist uns das jetzt noch aufgefallen. Hier ist das letzte Dorf und dann geht's schon halb in die Atacama-Wüste rein. Also unterhalb von Serena kommt dann nicht mehr viel. Und da, wo wir hinwollen, ist nur ein kleines Fischerdorf. Es kann sein, dass wir da für uns was kaufen können, aber nicht für die Hunde. Zum Glück ist uns das jetzt eingefallen. Alessandra ist jetzt drin, holt es und dann geht's weiter. Encontrado algo. Ja, Algo ist mejor como nada. Absolutely. Und carne. Ja, perfekto. Claro. La puerta cerrada. La puerta abierta, pero So, wie sieht das da? Hier, Bullis. And it's all burning down in the fire, taking us to the edge of hope. Carry me outside, I want daylight. Carry me outside.
Cause inside of these clothes I know there's no surrender. All this time, try to make this our home. Try to make it now, go inside and save us later. And it's all burning down in the fire. Taking us to the edge of home. Carry me outside our daylight. Carry me outside. Mit dem Sonnenuntergang erreichen wir ein kleines Fischerdorf direkt an der Pazifikküste. Schön kalt. So. Ach, es geht eigentlich. Es geht. Geht? Rektor? Ja. Das ist ja ein poco más aquí a este Volga. Okay. Poco más puedes. Stop, stop. Perfect. Tieni, Schatzi. Die Jacke. Ah, No he pensado, vamos a necesitarlo tan rápido. Ist echt jetzt von Alter. 38 Grad auf 17. Das ist richtig cool. Genau das haben wir gesucht. In Chile hat man immer Orte, wo man völlig alleine ist, wo man einfach direkt neben dem Weg, also guck mal da ist der Weg und wir stehen ja nur, also ganz exponierte Lage, direkt am Wasser. Und das ist in Chile eben immer möglich, weil viel Platz ist und so eine lange Küstenlinie gibt. Und Mario hat uns den Tipp gegeben und war direkt neben der Autobahn. Also man muss gut 6 Kilometer Schotterpiste fahren, aber es sind 6 Kilometer Schotterpiste. Ne? Also richtig cool. Und wir sind eigentlich hier, um unser Video fertig zu produzieren. Wir müssen ja immer irgendwie mindestens 2 Tage in der Woche mal richtig ran an den Computer. Und hier haben wir halt einen Platz für uns. Hier kommt keiner vorbei und gleichzeitig noch mit der Aussicht. So, jetzt machen wir das Video fertig, damit ihr das am Montag sehen könnt. Und danach genießen wir den Sonntag. Mal gucken, Alessandra ist dran. Sind wir gleich fertig? Absolutely. Ah, super, ich bin begeistert. Disfrutar de el ardetidor. Genau, und danach schön den Sonntag genießen.
Morgen. Ihr seht ja, im Wetterbericht darf man nicht trauen. Wir sind ja hier, weil es hieß, es ist jetzt eine Woche lang richtig schöner Sonnenschein. Der ist jetzt nicht mehr da. Aber nicht so tragisch. Das ist total mystisch hier. Das ist total schön, wenn es so neblig ist. Aber wir haben natürlich dann irgendwann mal ein Stromproblem. Weil Solar funktioniert ja dann nicht mehr. Und wir haben jetzt 2 Tage am Video gearbeitet. Dann ist auch die Lithium-Ionen-Batterie alle. Aber wir haben uns ja vor einem Jahr ein Notstromaggregat gekauft. Und das werde ich jetzt mal einschalten, damit wir weiterhin Energie haben. Weil wir wollen hier gar nicht weg. Das ist hier wunderschön, das ist hier ruhig. Die Hunde haben hier ihren Spaß. Ja, warum sollen wir jetzt hier wegfahren? Jetzt haben wir 2 Tage gearbeitet. Dann können wir jetzt hier auch bleiben noch eine Weile. Und einfach mal ein bisschen ausspannen. Das haben wir uns auch verdient. Nach den 2 Tagen Rackerei. So, jetzt auf hier. So. So, das Ding läuft und es ist halt echt mini. Hier, guck mal, da 800 Watt. Sieht aus wie ein Benzinkanister. Ja, ich meine, hat nicht viel Power. Aber ich habe gerade festgestellt, unser Wandler, also sprich der von 220 auf 12 Volt wandelt, um zu laden, der lädt eh nur mit 100 Watt auf. Das heißt also, da gehen irgendwas 8, 9 Ampere durch. Das heißt, wir nutzen gerade mal ein Zehntel von diesem Ding da aus, um das Teil zu laden. Ich glaube, ich kaufe mir noch irgendwie ein Batterieladegerät. Dann kann ich doppelt laden sozusagen. Müsste schneller gehen als mit dem einen Ding. Naja, egal. Auf jeden Fall läuft es. Wir sind mit Strom versorgt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Hier an der Küste gibt es ein interessantes Phänomen. Es ist jeden Morgen bewölkt und wenn die Sonne stark genug ist, dann sind alle Wolken wieder weg. Kaum zu glauben. Es ist jetzt 2 Stunden später und jetzt ist es sengend heiß. Also was heute Morgen irgendwie nicht an Sonnenenergie da war, ist jetzt doppelt. Also jetzt muss man sich schon schützen, dass man nicht völlig verbrennt. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir kochen uns jetzt was richtig Geiles und wir bleiben jetzt auch hier. Warum soll man hier weggehen bei der wunderbaren Aussicht in diesem echt wunderschönen Ort? Und wir haben was richtig Cooles in Paraguay noch gekauft. Wer uns verfolgt, weiß ja, wir essen sehr, sehr gerne asiatisch. Und wir haben ein koreanisches Curry mit scharfer, wie heißt es, scharfer Pasta? Ja, hier, Otaji. Otaji Ultra Spicy. Und auch das Geilste ist, es steht in keiner anderen Sprache drauf wie Koreanisch. Ne? Also seht ihr das? Ja, kann man sehen bestimmt. So, und was da drin ist, keine Ahnung. Was es mit uns macht, keine Ahnung. Aber es ist erstmal einladend. Das werden wir uns jetzt machen und dann bleiben wir echt hier in diesem mega Panorama, genießen das hier einfach noch und hauen dann erst morgen hier ab, weil das bei dem Wetter, das, also, wenn ich jetzt weiß, dass es in die Berge geht und dann nur noch kalt ist, ne, dann bleibe ich lieber noch ein paar Tage hier. Und wir machen das mit Hühnchenfleisch und damit es richtig zart wird, kleiner Tipp, schneidet es vorher, macht es einfach einmal in Mehl rein, ohne Salz, ohne alles, dann in der Pfanne abbraten, also bis es durch ist und dann wieder rausnehmen und später ins Essen schmeißen. Erstens wird die Soße dicker und zweitens ist es richtig zart, richtig lecker. Jetzt versuche ich das irgendwie hinzukriegen und nicht alles dreckig zu machen, weil wir haben ja hier, wenn wir lange unterwegs sind, nicht allzu viel Wasser zur Verfügung und Fett und Schmiere und so, die kriegst du halt schwer ab. Dementsprechend, ich muss mal, ohne Alessandra zu nerven, versuchen hier etwas, wie sagt man, zu panieren. Ah, perfecto. Todo perfecto, con una buena vista. ¿Qué se pesca con este? ¿Qué se pesca con esto? Die ganzen Zutaten für das Essen habe ich in Paraguay geholt und es ist wirklich alles nur auf Koreanisch, also auch bei der Currypaste. Ich frage mich, wie das geht, dass die was verkaufen dürfen, was keine Sau versteht, was drin ist. Also, weißt du, für Allergiker so, ja, ich nehme mal die Currypaste so.
Also man versteht wirklich nichts. Es ist kein einziges Wort verständlich. Also nur die Haltbarkeit bis 26. Der Rest ist ja Sangmao oder wie auch immer. So, Okay, wie sieht's aus hier? I think we can put the Lecker, lecker, lecker. Ahora es el momento del ingrediente secreto. Ja, das Scharfe. Reicht es? Nicht zu viel. Ist ja nicht so scharf. Es riecht nach Otochi. Man kann übrigens Reis total energiesparend so kochen. Immer wenn ich das Essen vorbereite, mache ich schon den Reis mit genauso viel Wasser wie Reis sozusagen im Topf und lasse den einfach in dem kalten Wasser stehen. Der zieht das kalte Wasser automatisch schon ein. Und dann mache ich nochmal genauso viel Wasser oben drauf wie dieses Gemisch und mache Salz rein. Ja, und dann lasse ich es einfach auf dem Feuer stehen. Dann bin ich nach 5 Minuten, kocht das einmal auf, dann mache ich es aus und dann war es das auch schon. Das heißt, man spart total viel Gas, als wenn man da ewig das Zeug kocht. Ne? Guten Appetit, mein Lieber. Guten Appetit. Ja, das ist doch mal super. Hast du gut geschlafen? Naja, no muy bien, tengo que decir. Me he despertado varias veces y mi cabeza ha empezado a pensar, a hacer pensamiento un poco catastrófico. Naja, weil du gestern den Computer geguckt hast. Bueno, cuando ves todo en torno, carteles sobre tsunami y te informas un poco, y lo sabía antes también, que claro, esta es una zona sísmica, pero la cantidad de terremotos y tsunamis que han venido aquí es impresionante. ¿Y tú cómo podías dormir bien? Naja, also erstens habe ich gestern nicht in den Computer geguckt. Also ich habe es erst heute Morgen gesehen. Und ich weiß nicht, ich hatte mir nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Aber es ist schon krass, ja. Naja, man muss auch dazu sagen, das gestern im Computer, also das muss man, also habe ich selbst noch nicht so gesehen. Ich habe gestern zum Glück nicht geguckt, dann hätte ich vielleicht auch schlecht geschlafen. Aber Alessandra hat sich gestern noch vor die Kiste gesetzt und da findet man halt raus, dass tagtäglich, also das waren ja zeitweilig, also 20 Erdbeben am Tag. Ja? Also, cada día sí hay terremotos, cada día repetidos. Claro, lo más son temblores, o sea, abajo de los 5 grados de la escala Richter, pero cada día. Also, aber wir haben sogar eins gespürt. Also jetzt nicht so, dass man spürt die eigentlich alle nicht, aber wir hatten auch eins gespürt. Da haben wir gehört, was ist das für ein Geräusch, ja? So wie so ein Grollen, ja? Und dann hast du auf einmal gemerkt, wie der Boden gezittert hat, ja? Krass. So, und ich hatte mir aber trotzdem keine Gedanken drüber gemacht. Und sie hat halt gestern gesehen, dass es halt stetig stattfindet. Und dann haben wir geguckt heute, das sind auch, also es sind, eigentlich kann man sagen, dass alle 3 Jahre so, oder alle 5 Jahre mindestens ein mittelgroßer Tsunami auch hier einschlägt. Ja? Und die meisten Tsunamis, die sind wirklich in Chile verschuldet. Also es gab wir waren ja in Valdivia, ne? in diesem Ort. Ja, podemos decir que del 1960 hasta hoy habían seguro 3 fuerte terremotos con 3 Tsunami. Aber insgesamt waren es 44 Tsunamis, haben wir gesehen, ne? In den letzten, in der Zeit der Aufzeichnung. Also seitdem das registriert wird, waren das 44 Tsunamis und eben der größte, der war bei diesem Erdbeben in Valdivia und das hat dann Auswirkungen gehabt bis nach Japan und etliche, also hunderttausende Tote auf der Welt verursacht. Ja, das muss man halt auch mal dazu el último tsunami fue en el 2015. Genau. Und Entonces, hier auch in der Region, ne? 10 años antes de hoy, justo, exactamente en este área. Entonces, en esta costa que va de Coquimbo, La Serena, puedes decir, hasta Canela, este área, Los Vilos, estos kilómetros. Y ahí se registró también los tsunamis y ha llegado a algunos metros hasta la ciudad y claro, algunos muertos, casas destruidas y tal. Entonces estamos exactamente en este punto donde se verificó en el 2015 la última vez y claro, la cabeza un poco piensa y además la cosa más preocupante es que
tenemos la montaña. Also genau, wir können hier nicht weg. Also da, wo wir stehen, also egal was wir machen, wir müssen erst mal 5 Kilometer an den Bergen entlang fahren, bis wir dann irgendwie hochkommen. Chance. Also keine Chance, ja. Und selbst wenn es einen Alarm gibt und du hörst halt ja auch stetig immer wieder Sirenen. Also es ist für Alessandra eine heiße Nacht gewesen. Mal gucken, wie ich die nächste. Komm, wir fahren jetzt hier auch weg heute. Also deswegen ist halt sí, porque lo más te quedas y lo más suben la probabilidad. jede Nacht eine neue Chance sozusagen. Nee, komm, dann machen wir uns fertig von heute her. Komm, auf geht's. Ciao. Mach jetzt fertig, wir wollen los. Ja, ja. Hast du jetzt alles? Langsam. Wie, ich bin langsam. Guck mal hier. Guck mal. Ja! Lage ist da. Oh, sehr gut. Hola, señor. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo siempre paso por aquí, pues. No, es muy lindo, el lugar es tranqui, perfecto. Aquí tranquilito. Hay que tener cuidado con los perros, no le pongan las cosas nomás. Recoge las algas. Sí. Cuando vengan, ahí la vamos a ver aquí. Claro, Gracias. muchas Muy gracias. amable. Muy amable. Que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta Buen luego. día, igualmente. Chao. Suerte. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. El camino está malo, vaya así. No, está bien, con este siempre. Chao. Chao, Que chao. esté bien. Chao. So, wir haben unseren geilen Ort am Meer verlassen, aber wir fahren auch gleich wieder ans Meer, weil Mario hat uns noch einen anderen Tipp gegeben. Und bevor wir da hinfahren, brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen Wasser und was zu essen. Und hier im Norden Chiles ist es gar nicht so einfach, weil wir sind hier schon in einer Zone, die nicht mehr so... Also hier kommt jetzt die nächste große Stadt, ist La Sirena, aber das ist erst in 300-400 Kilometern. Und dazwischen ist einfach nichts. Da ist, ja... Also man könnte schon sagen, so ein Vorläufer der Atacama-Wüste. Und jetzt versuchen wir halt irgendwie bei den ganzen Restaurants anzuhalten und ein paar Flaschen Wasser zu kaufen, ein paar Empanadas, irgendwas, weil wir wollen jetzt noch nicht irgendwie in die Stadt fahren. Da ist noch 3-4 Tage Zeit und die wollen wir am Wasser verbringen. Und Alessandra ist jetzt gerade dabei, hier zu verhandeln. Mal gucken, was wir hier rausschlagen können. Und er meinte aber, in 18 Kilometern soll es wohl doch einen kleinen Laden geben. Gut, also hoffen wir mal, dass wir da alles kriegen. Und, Babe? Ah, Agua. No, me dijo que a 25-30 minutos está este Soho o algo parecido, donde se puede comprar algo más. Vamos a ver, mira el señor con las algas al techo. Wir haben nach Fleisch gefragt, aber alles, was wir finden, sind Ziegenhäute, die zum Trocknen aufgehängt wurden. Alle sagen uns, dass wir mindestens 50 Kilometer fahren müssen, bis wir etwas kaufen können. Zum Glück finden wir vorher etwas. So, geklappt. Wir mussten zwar zu 3 kleinen Läden fahren, haben jetzt aber alles und das ist immer so schön in Chile. Also in den Supermärkten ist ja relativ teuer wie in Europa, gehst aber in die kleinen Läden, ist es ganz gut. Was hast du denn bezahlt für den Käse? ¿Qué pagaste para el queso? La mitad de que 4.000. Also 4.000 und das wären 500 Gramm, ne? Also ein halbes Kilo ist also 4 Euro für ein halbes Kilo Ziegenkäse, frisch gemacht, vor Ort. Hammergeiler Preis. Ja. Und das ist halt in Chile immer so. An die kleinen Läden geht halt mal was Geiles. Jetzt haben wir alles, das Auto ist aufgefüllt. Suerte en este pequeñito almacén. Genau, Achtung, wir zeigen euch jetzt mal den Laden, wo es dann alles gibt. Das muss man erst mal finden. Das ist der Laden und der ist einfach von der Autobahn fast nicht zu sehen. Aber wir haben das Wort Almacén gesehen. Also wenn da Almacén steht, dann ist es so. Also auf geht's, auf geht's zum Strand. Auf dieser Straße wird man trainiert, Entscheidungen zu treffen und sich später noch daran zu erinnern. Es sieht alles gleich aus, aber welcher Weg ist der richtige? Rechts oder links?
Nachdem wir mehr als 13 Minuten durch das Labyrinth gefahren sind, treffen wir eine Entscheidung. Jetzt sind wir eine ganze Weile den Weg hier runtergefahren, aber wir lassen das. Das ist uns zu heftig. Also das sind 50 Kilometer bis zu dem nächsten Fluss da hinten, wo wir dann wieder rauskommen aus der Ecke hier. Und also ich fahre jetzt keine 50 Kilometer ohne Sinn und Verstand hier komplett Offroad. Also das ist mir zu doof. Jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir das generell nicht mehr machen wegen dem Auto. Ich meine, die Aussicht hier ist wunderschön. Das ist alles total cool hier. Aber es hätte eh keinen Strand zum Baden. Und wir wollen, dass Wilma wenigstens noch einmal ins Wasser springen kann. Mali auch, bevor es in die Berge geht. Deswegen braucht man einen Ort, an dem das besser ist. Die Aussicht, also über die Aussicht hier kann man nichts sagen. Es ist schon sehr, sehr geil, aber das Meer ist halt total wild. Und da unten kann man nicht rein ins Wasser. Und es gibt so richtig labyrinthartig überall Straßen hier. Aber welche man da nutzen muss, naja, egal, ist mir auch zu doof. So. Da sind wir und jetzt geht's da lang wieder raus. Schöner, frischer Ziegenkäse hier. Hey, Bulli! Guck mal, was habe ich? Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, an einen wunderschönen Strand, aber das kommt in der nächsten Woche. Für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die liebe Unterstützung bei PayPal.